Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wer diese Ohren sieht, der weiß, es gibt was auf, beziehungsweise in dem konkreten Fall jetzt wieder in die Ohren, denn wir haben neue in-ear Bluetooth-Kopfhörer hier, und zwar die Huawei FreeBuds 6i, die neueste Generation der FreeBuds in der kostengünstigen Variante, also sprich unter 80 Euro beziehungsweise um die 80 Euro. Viel Spaß mit dem Video. Ja, der Blick auf die Verpackung kann sehr kurz ausfallen. Wir sehen hier unten das Hi-Res Audio Logo für die Wireless-Variante. Ansonsten auf den Seiten nichts mehr. Oben nur der Hinweis, dass das Gerät nicht für den Verkauf bestimmt ist. Es ist schließlich ein Testexemplar. Dann haben wir hier unten die Farbe Purple. Das ist ja eine von 3 Farben. Es gibt ansonsten noch Weiß und Schwarz. Auf der Rückseite dann nochmal der Hinweis auf die neueste Generation ANC, wobei das natürlich eine herstellerabhängige Einschätzung ist mit 3.0. Wir haben vernünftige Treiber mit einem vernünftigen Bass mit an Bord und 35 Stunden Playback-Zeit mit dem Gehäuse. Werden wir nachher noch sehen, ob das wirklich erreicht wird. Ansonsten hier nicht mehr viel. Die AI Live App wird hier noch empfohlen und wir gehen direkt mal ins Auspacken. So, dann würde ich sagen, einmal die Folie abmachen und dann gucken wir mal rein, was denn so in der Verpackung drin ist. Wie gerade eben schon gesagt, das ist ein Testexemplar, deswegen seht ihr oben diesen kleinen Aufkleber Not for Sale. Das nur zur Info, falls sich da jemand wundert. Wir gucken hier einmal rein und sehen dann, dass wir hier dieses lilane Ei haben. Ich bin ja grundsätzlich kein großer Freund der Ei-Form bei Kopfhörern, aber gut, schauen wir mal, was für Vor- und Nachteile das denn gleich mit sich bringt. Da ist das gute Stück. Hier sind die beiden Kopfhörer dann oder Ohrhörer dann auch entsprechend enthalten. Hier unten drunter haben wir noch eine Schnellstartanleitung oder sowas. Gucken wir mal. Genau, Schnellstartanleitung. Wenn es auf Deutsch vorne drauf steht, wird auch Deutsch drin sein. Brauchen wir also nicht mehr reingucken. Garantieunterlagen sind auch noch mit dabei. Dann rechts und links einmal noch hier hinter den Wänden verbergen sich einmal zusätzliche Aufsätze. Das natürlich absolut elementar. Gibt insgesamt 3 Größen. Wahrscheinlich S, M, L, wie auch immer. Spielt am Ende auch keine Rolle. Ihr müsst einfach ausprobieren, welche bei euch am besten passen und wechselt die dann entsprechend aus. Und dann haben wir hier noch ein Ladekabel. Oh, überraschend USB-A auf USB-C, also USB-C verstehe ich, USB-A, naja, für die neueste Generation hätte man auch auf USB-C, USB-C gehen können. Wir gucken uns jetzt mal das Gerät im Detail an. So, und da werfen wir erstmal einen Blick auf das Gehäuse. Ja, hat wie gesagt eine eiige Form, ist aber nicht so eiig glücklicherweise, dass es auf dem Tisch die ganze Zeit hin und her kippelt. Also es hat schon eine etwas planere Oberfläche auf der Rückseite und auch unten, sodass das schon noch okay ist. Ansonsten bin ich ja immer der Meinung, das kippelt mir alles viel zu sehr. Hier vorne auf der Vorderseite eine kleine Zustands-LED, unten den USB-C-Anschluss und hier an der Seite den Kopplungsbutton, so man das denn vernünftig erkennen kann im Licht. Auf der Rückseite seht ihr schon, es ist nicht ganz plan, das heißt, wir können logischerweise auch nicht drahtlos laden, ist in der Preisklasse aber schlichtweg auch einfach nicht Standard. Ansonsten haben wir hier den Ohrhörer an sich, der ist erstmal glänzend, ja. Ist Geschmackssache, würde ich mal sagen. Vielleicht gefällt euch das. Sorgt natürlich dafür, dass die Fingerabdrücke durchaus sichtbar sind, lassen sich aber auch relativ schnell dann wieder abwischen. Also von daher das nicht ganz so dramatisch. Dann haben wir hier Sensorik und Mikrofone, einmal für ANC und natürlich auch zum Telefonieren hier auf der Unterseite. Telefonieren übrigens funktioniert ganz gut. Da kommt tatsächlich zugute, dass der Ohrhörer näher an eurem Mund ist und vor allen Dingen auch 3 Mikrofone verbaut sind. Die Silikonaufsätze, bitte, ich habe es schon mehrfach gesagt, tauscht die auf jeden Fall in die richtige Größe, die ihr habt. Und erfreulicherweise lassen die sich hier auch halbwegs gut wieder drauf drücken. Genau, jetzt halten sie auch. Also insofern von der Optik und Haptik macht das erstmal einen guten Eindruck, sind sehr leicht und außen ist die Touch-Oberfläche, mit der ihr das Ganze dann auch bedienen könnt. Also insofern insgesamt für den Preis würde ich sagen, geht das schon alles ganz in Ordnung, wirkt aber auch nicht sehr, sehr hochwertig. Gut, gucken wir uns ganz kurz den Halt im Ohr an. Wie bei In-Ear-Kopfhörern üblich, ist auf der Rückseite eine etwas abgerundete Fläche, die dann nachher quasi in den hinteren Teil eures Ohrs reinrutschen soll. Der vordere Teil logischerweise dichtet den Gehörgang ab. So einfach ist das Prinzip. Wählt den richtigen Aufsatz aus, prüft, guckt, ob der euch S, M, L, whatever, eine von den 3 wird auf jeden Fall am besten passen. Dann hier einfach nur einsetzen und eindrehen, sodass das hintere Teil dann das vordere sozusagen in den Gehörgang drückt, damit das auch vernünftig abgeschlossen
abgedichtet ist. Zum einen für ANC, zum anderen für den Sound, zum dritten für den Halt. Halt ist übrigens sehr gut. Das haben eigentlich mittlerweile fast alle Hersteller raus, dass das durch die Form da schon bei den meisten Ohren passt. Natürlich nicht bei allen. Und wenn ihr hier etwas kräftiger zerrt, dann seht ihr, fällt das Ganze schon raus. Aber halt eben, ihr müsst wirklich kräftig zerren beim Joggen und so weiter und so fort. Alles kein Problem, hat gut gehalten. Da gab es überhaupt keine Probleme mit dem Halt im Ohr. Ja, Thema Akku setzt sich natürlich wie immer zusammen aus dem Gehäuse und dem Ohrhörer selber. Grundsätzlich lässt sich das Gehäuse zum einen hier unten über USB-C laden, zum anderen aber eben nicht über die drahtlose Ladeschnittstelle. Das funktioniert in dem Fall hier nicht. Mit dem Ohrhörer kommt man auf ungefähr 5,5 bis 6 Stunden. Mehr war nicht drin. Der Hersteller gibt 8 an, also da liegen wir, ich sag mal, schon ganz ordentlich drunter. Auch die Gesamtlaufzeit mit 35 Stunden angegeben, bis zu natürlich, aber da bin ich tatsächlich auf knapp 30 nur gekommen oder beziehungsweise sogar leicht unter 30. Also insofern Akkulaufzeit trotzdem natürlich ausreichend und vor allen Dingen lädt das Ding schnell wieder auf, 10 Minuten rein und ihr habt 2 Stunden Hörgenuss wieder, das im Gehäuse. Ja, kommen wir zum Klang und beim Klang sage ich immer dazu, es ist eine rein subjektive Einschätzung, auch wenn ich versuche mit meinen Referenzsongs das Ganze etwas zu objektivieren. Am Ende bleibt es eine subjektive Einschätzung, wie der Klang der Huawei FreeBuds 6i ist und da muss man sagen, er ist okay. Er ist vielleicht gerade so gut, er ist auf keinen Fall sehr gut, er ist okay, der Bass ist ja an manchen Stellen etwas dünn, da hätte ich mir etwas mehr gewünscht, gerade weil sie gut abdichten und ANC auch gut funktioniert. Ansonsten verschwimmt das alles so ein bisschen und ist nicht ganz klar zu trennen, beziehungsweise die Trennungen sind nicht ganz klar rauszuhören. Also insofern würde ich sagen, für den Preis geht das schon in Ordnung, aber es ist halt nicht mehr als okay beim Thema Sound. Ja, was gibt's jetzt für ein Fazit? Gut, das ist eigentlich relativ einfach. Ihr bekommt einen Kopfhörer, der knapp um die 80 € kostet, der im Ohr gut abdichtet, der eine gute ANC-Funktionalität hat, was man in der Preisklasse eigentlich nicht kennt. Zumindest ich kenne es nicht. Ihr seid abgekoppelt von der Außenwelt, was natürlich zum einen dazu führt, dass ihr quasi dieses ANC wirklich auch nutzen könnt, wenn ihr auch ein gewisses Grundrauschen habt. Ihr könnt gut telefonieren, auch das eine tolle Funktionalität. Die Mikrofone scheinen also wirklich gut verbaut zu sein, oder die verbauten Mikrofone scheinen wirklich gut zu sein. Aber, und das ist halt der Punkt, der Sound lässt wirklich zu wünschen übrig. Der ist okay für den Preis, aber wirklich nicht mehr. Und beim Vorgänger war er aus meiner Sicht zumindest nochmal deutlich besser. Deswegen verstehe ich gar nicht, wieso wir da im Sound so eine Problematik haben. Selbst die AI Live App führt nicht dazu, dass das Ganze besser wird. Akkulaufzeit ist für mich persönlich in Ordnung. Etwas weniger als der Hersteller angegeben hat, aber das passt schon. Insgesamt würde ich sagen, für die 80 € geht das schon klar. Wenn ihr dafür einen dreistelligen Betrag bezahlt, ist es, glaube ich, etwas zu teuer. Deswegen für 80 € fair, für dreistellig nicht mehr. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.